Aber das ganz Besondere an diesem Abend ist, dass unsere Referentin direkt aus Odessa bei uns ist. Und somit begrüße ich ganz herzlich Karina Beigelzimmer. Sie ist eine ganz liebe Kollegin und sie ist eine ganz wichtige Kollegin geworden, weil sie uns und andere über die Situation ein Jahr nach dem Krieg, auch letztes Mal bei Come Together, informiert hat und heute sich bereit erklärt hat, nochmal intensiver über die Situation zu sprechen, über ihre Tätigkeiten, ja, aber auch offen zu sein für ihre Fragen. Liebe Karina, herzlichen Dank, dass du da bist. Und Karina, das werdet ihr im Laufe der Sitzung jetzt erfahren, ist Ukrainerin. Sie lebt in der Ukraine. Sie wird uns erzählen, auch warum sie geblieben ist und was sie gerade im Moment erlebt. Und ich habe sie kennengelernt als Lehrerin für Deutsch und ich bewundere ihr Deutsch. Das ist wirklich fantastisch. Aber ich habe sie inzwischen auch kennengelernt und schätzen gelernt als Journalistin. Und diese beiden Seiten oder aus diesen beiden Perspektiven heraus werden wir heute Abend unser Gespräch eröffnen. Aber wie gesagt, ist auch offen für Fragen von Ihnen. Karina, wir haben eben im Vorgespräch aber schon mitbekommen, dass es bei euch heute Abend und gerade vor einer halben Stunde überhaupt nicht ruhig zuging. Wir letzten Endes nicht wissen, ob und wie lange wir diese Sitzung haben werden. Denn plötzlich erzählst selbst, was du gerade erlebt hast. Ja, gut. Erstens guten Abend und freut mich sehr, dass wir heute alle zusammen sind, obwohl das natürlich online ist, aber trotzdem. Carmen, du hast gefragt, was wir gerade in Odessa erlebt haben in den letzten 30 Minuten, warum auch jetzt, ja, beschießt Russland uns mit Raketen und Drohnen und vor 20 Minuten gab es sehr, sehr starke Explosionen. Ja, und in der Stadt, und da hatte ich Angst. Ich bin hier geblieben, aber meine Mutter hatte ich gesagt, sie muss dann so einen sicheren Ort finden. Der Beschuss hat noch nicht aufgehört, aber jetzt sehe ich keine Raketen. Vor 20 Minuten konnte ich mit meinen Augen diese Raketen sehen, aber jetzt ist es relativ ruhig. Ich kann nur im Chat lesen, dass die nächste Rakete wahrscheinlich irgendwann bald entweder meine Stadt oder die Region Odessa beschießt. Aber ich hoffe sehr, dass das nicht passiert. Ja. Jetzt ist es ruhig. Wir haben jetzt Fliegeralarm, aber es ist ruhig jetzt im Moment. Keine Raketen jetzt. Ja, Karina, das ist nicht das erste Mal, dass ich mit dir unter solchen Bedingungen per Zoom mich austausche. Eine der letzten Malen saßt du auf einem Flur, wo du dich hinbegeben hast, weil auch Alarm war und das da nicht weit zum Bunker ist. Und wir hatten auch schon Stromausfälle erlebt. Und du hast mir gesagt, was macht ihr in Odessa, wenn solche Alarme kommen oder wenn der Strom ausfällt? Eigentlich, wenn solche Alarme kommen, sollten wir in den Luftschutzbunker gehen, aber die meisten machen das nicht. Ich verstehe, das ist wahrscheinlich falsch, aber verstehen Sie, wir haben manchmal ein paar Male pro Tag Luftalarm. Und wenn Sie dann jedes Mal in den Luftschutzbunker gehen, dann können Sie nicht leben. Das geht überhaupt nicht. Das ist ausgeschlossen. Außerdem habe ich eine alte Mutter. Mein Vater ist leider vor ein paar Monaten plötzlich gestorben. Und meine Mutter, wenn ich zum Beispiel und meine Mutter, wenn wir zum Luftschutzkeller gehen müssten, dann würde das wahrscheinlich 15 Minuten oder 20 Minuten dauern, bis wir nach unten gehen, ja, bis wir dorthin kommen. Das wäre zu lange. Und deswegen bleibe ich immer
zu Hause. Das ist natürlich dann wahrscheinlich falsch, aber das machen jetzt die meisten leider. Es ist so, man gewöhnt sich. Man kann nicht sagen, an den Krieg kann man sich gewöhnen, aber leider geht es anders nicht. Aber Gott sei Dank haben wir oft auch ruhige Tage, ohne Alarme, ohne zum Beispiel Raketenbeschüsse. Und dann sind wir an diesen Tagen wirklich glücklich. Und du hast gefragt über Stromausfälle oder wie war die Frage noch einmal? Ja, wenn jetzt ist es die Situation gut. Ich meine, letzte 10 Tage haben wir Strom, aber wir haben den ganzen Winter, fast den ganzen Winter, haben wir in der Dunkelheit gelebt. Wir hatten damals stundenlang und tagelang hatten wir Blackouts und das war sehr schwer, weil wir wirklich manchmal nicht nur keinen Strom hatten, sondern auch kein Wasser. Und ich habe zum Beispiel Glück, ich habe Gas. Aber viele Menschen haben ein Problem, wenn sie zum Beispiel keinen Strom haben, dann haben sie dann haben sie keine Heizung. Ja, dann ist es kalt und es war kalt. Ja, Gott sei Dank hatten wir einen nicht so kalten Winter. Das war unser Glück. Ja, aber es war schwierig. Was den Leuten geholfen hat, alle haben einander unterstützt. Ja, erstens. Und zweitens, bei uns gibt es sogenannte Punkte der Unbesiegbarkeit. Das sind spezielle Orte, ja, wo man sich aufwärmen kann, wo man zum Beispiel etwas aufladen kann, Laptop oder Handy, ja. Und das sind, oder man kann dort einfach heißen Tee trinken. Aber jetzt sind sie nicht so wichtig in den letzten 2 Wochen, weil wir Strom haben. Aber das hängt natürlich von auch Beschüssen ab. Wenn Russland zum Beispiel Odessa beschießt und die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur beschießt, dann haben wir oft dann einen Tag oder 2 Tage keinen Strom überhaupt. Ja. Punkte der Unbesiegbarkeit, das ist ja schon ein großer Name und ein eindrucksvoller Name für ein Land, für eine Stadt, die in Kriegssituation ist. Wie ist der entstanden? Und wie viele Punkte der Unbesiegbarkeit gibt es bei euch in Odessa? Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Es gibt viele. In jedem Viertel gibt es viele, aber ich kann die Zahl nicht nennen. Es gibt in verschiedenen Verwaltungsgebäuden gibt es diese Punkte der Unbesiegbarkeit. Es gibt sie auch an Schulen, an vielen Schulen. Ja, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht genau, wie viele. Die Zahl kenne ich nicht. Und weißt du, wie der Name entstanden ist? Naja, der Name ist so entstanden, dass wir nicht aufgeben wollten. Und deswegen hat man das so symbolisch gesagt, unbesiegbar. Ja, unbesiegbar, Punkte der Unbesiegbarkeit. Ja, dass die Leute, Russland hat gedacht, sie wird uns beschießen, wir werden keinen Strom haben und wir werden aufgeben. Aber das ist nicht passiert, weil wir lieber ohne Strom sind. Ja, wir sind ohne Strom, aber auch ohne Invasoren. Ja, das ist halt so. Das Prinzip. Und niemand will aufgeben. Nein. Und aber Carmen, was interessant ist, Odessa war vor dem Krieg eine vorwiegend russischsprachige Stadt. Ja, aber in Odessa hassen alle jetzt Russland überhaupt,
Und viele wollen auch Ukrainisch sprechen, die auch früher kein Ukrainisch gesprochen haben. Die versuchen zu sprechen, die wollen nichts mit Russland zu tun haben. Und Russland hat immer gelogen, als sie gesagt hat, die wollen Russischsprachige beschützen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin auch zum Beispiel russischsprachig, ja. Und ja, und das war nur ein Mythos, den Putin einfach benutzt hat, um einzugreifen, anzugreifen, Entschuldigung. Deutsch ist eine schwere Sprache, Entschuldigung. Ich habe nie in Deutschland gelebt, Entschuldigung. Mhm. Und ja, ich habe Deutsch nur in Odessa, in der Ukraine, einfach studiert und ja, verwechsel manchmal. Na, ich glaube, da spreche ich jetzt für alle, die eine große Bewunderung für deine perfekten Deutschkenntnisse haben. Also das ist wirklich toll. Aber nochmal zurück. Odessa war für viele von uns eine Stadt irgendwo in dieser riesigen Ukraine und wir wussten gar nicht so viel darüber. Und inzwischen habe ich zumindest mich etwas kundig gemacht und gemerkt, dass es eine wunderbare Stadt gewesen sein muss, mit sehr viel Kultur, sehr viel Leben, sehr viel auch Multiethnizität. Kannst du vielleicht noch mal etwas das vom Odessa früher sagen und wie es jetzt für dich heute sich darstellt? Odessa nennt man bei uns die Perle am Schwarzen Meer und es liegt am Schwarzen Meer und das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Wenn der Krieg zu Ende ist, müssen Sie alle unbedingt kommen. Ich verspreche, Sie werden wundern, wie schön die Stadt ist. Ja, ich sehe, Christine Jordan will schon jetzt. Dann noch nicht, man muss noch ein bisschen warten, bis der Krieg zu Ende ist. Aber das ist halt die Stadt mit mehr als 100 Nationalitäten. Ja, das ist eine multikulturelle Stadt. Und diese Nationalitäten haben auch immer friedlich miteinander gelebt. Ja, und Odessa ist, in Odessa ist eine Verbindung, eine schöne Verbindung Meer und Kultur. Ja, wenn Sie zum Beispiel sich erholen wollen, dann gehen Sie ans Meer. Es gibt wunderschöne Strände, Sie können Stunden waren. Wunderschön. Ich muss immer jetzt waren sagen, verstehen Sie, Vergangenheit benutzen. Ja, ja, Strände gibt es jetzt, wir hatten wunderschöne Strände, so Sie konnten stundenlang gehen und dort sich erholen mit super tollen Cafés am Strand, so wie halt eine Kurortstadt ist. Aber wenn Sie zum Beispiel Kultur wollen, ja, dann können Sie, sogar jetzt kann man ins Opernhaus gehen. Unser Opernhaus funktioniert wieder. Unser Opernhaus gehört zu den schönsten in Osteuropa, ja. Und man konnte bei uns zum Beispiel viele Museen besuchen vor dem Krieg, viele Theater, Ausstellungen. Es gab so viele Konzerte, Festivals. Das war eine Stadt, die einfach eine Lebensfreude geatmet hat. Ja. Und die Russen haben diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude geklaut. Aber man versucht trotzdem nicht aufzugeben und man versucht trotzdem den Humor zum Beispiel beibehalten. Ja? Odessa ist sehr bekannt für ihren Humor. Und bei uns gibt es am 1. April immer Tag des Humors. Ja? Sogar im letzten Jahr, wir hatten schon Krieg, aber es gab so, sagen wir so, militärische, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Ukrainisch heißt das Jumarina. Wahrscheinlich kann mir Maria helfen. Maria, wie kann man das ins Deutsche übersetzen? Jumarina, das sind so, sagen wir so, verschiedene kleine Konzerte gab es
sogar im letzten Jahr im Krieg. Sie werden natürlich fragen, hey, wie ist es möglich? Humor, Krieg oder Theater. Aber das alles hilft dann zu überleben. Sonst könnte man nicht überleben. Die Psyche, ja, würde dann einfach streiken. Ja. Mhm. Darf ich mal ins Publikum fragen, wer von Ihnen war schon mal in Odessa? Nein. Brigitte Die war. Jung sehe ich. Ja. Und Und die Dorothee war Dorothee? auch. Mhm. Etwa 2008 auch mit einer Reisegesellschaft durch die Ukraine. Aha. Und ich kann mich an dieses wunderbare Theater erinnern. Und wir haben gewohnt neben einem Hotel, bei Mozart oder so hieß das, also ein ganz hübsches, wo das Theater auch in der Nähe war. Ich kann mich natürlich an diese Potemkinsche Treppe mit Treppe. 140 Stufen, glaube ich. Aber jetzt kann man sie nicht, aber jetzt kann man die Treppe nicht sehen. Dort ist alles gesperrt, ja. Ja. Sie können nicht zum Hafen kommen, natürlich. Ja. Also damals war natürlich die Welt noch in Ordnung und da konnte man das Odessa richtig genießen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, danke, Dorothee. Also ich glaube, Carina, du hast jetzt schon mal uns ganz neugierig auf die Stadt gemacht. Wir merken, dass wir was bisher verpasst haben und Das war unbezahlte Werbung für Odessa. Die Stadt Odessa muss mir dann bezahlen für die Werbung. Nein, ich mache Spaß, aber das ist wirklich schön. Ja. ja, Sogar aber jetzt im Krieg. Sogar jetzt im Krieg. Ja, man geht manchmal durch die Straßen und dann plötzlich hört man Luftalarm, aber trotzdem, du siehst diese schönen Straßen, du siehst das Meer und ja, und du denkst, wow, wie schön ist die Stadt. also wir haben einen kleinen Eindruck bekommen und vielleicht können wir den auch zu einem anderen Zeitpunkt mal vertiefen. Wir können heute Abend ja nur verschiedene Facetten des Gesamtthemas ansprechen. Für heute haben wir uns vorgenommen, zwei Dinge, die ganz stark mit dir selbst zusammenhängen, nämlich deine Tätigkeit als Lehrerin und das Bildungssystem und das andere deine Tätigkeit als Journalistin. Jetzt habe ich übernommen, dich ein bisschen auszufragen über das Lehrerinnensein und Marina wird dann nochmal die andere Seite, die auch genauso spannend ist, von dir erfragen. Okay. Carina, wir sind ja sehr alle plötzlich mit der Ukraine in Kontakt gekommen und auch, wie soll ich sagen, auch seelisch sehr involviert durch den Ausbruch des Krieges. Das heißt, ein Stück Europa, was die ganze Zeit schon Europa war, war eigentlich bei uns gar nicht so im Blick. Es sind gekommen, ich spreche jetzt für Ulm, sehr, sehr viele Geflüchtete, darunter auch ganz viele junge Menschen, die meisten sind mit den Müttern gekommen. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich vom ersten Tag des Ausbruchs des Krieges Online-Unterricht für diese Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen war. Und das hat uns schon sehr fasziniert, wie ein Land, das plötzlich einen Kriegsausbruch gewaltiger Art und aggressivster Art erlebt, trotzdem es schafft, das Bildungssystem am Laufen zu halten und den Kindern weiterhin Bildung zu garantieren, wie es auch in euren Grundrechten ist. Kannst du uns dazu ein bisschen etwas sagen? Ja, wir hatten im letzten Jahr zwei Wochen Zwangspause nach dem Beginn des Krieges. Und dann haben wir im letzten Jahr, am 14. März, dann haben wir den Online-Unterricht begonnen. Am Anfang war ich sehr skeptisch. Ich habe gedacht, wie kann das alles funktionieren? Ja. Aber das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben noch jetzt Online-Unterricht. Einige Schulen haben schon
normalen Unterricht. Die haben zum Beispiel in der Schule Luftschutzkeller. Wir haben keinen. Und deswegen müssen unsere Schüler online lernen. Und das Problem ist, dass Schüler, die diesen Krieg so hautnah erleben, die sind sehr starken Stress ausgesetzt. Und deshalb hat sich die Rolle des Lehrers auch verändert. Ja? Lehrer sind dann plötzlich Psychologen, die sind Seelsorger, sie sind Lebensbegleiter. Und es ist dann sehr wichtig, den Schülern dieses Angebot zum Gespräch und zum Austausch zu machen. Ja? Aber auch die Wissensvermittlung muss auf dem hohen Niveau bleiben. Ja? Nicht immer ist es möglich, den Online-Unterricht zu machen. Zum Beispiel, wenn wir Fliegeralarm haben, müssen wir den Unterricht sofort unterbrechen. Nein. Ja, und meine 8. Klasse hat sich vor einer Woche sehr beschwert. Die haben gesagt, sie wollen dem Minister einen Brief schreiben, weil die 3 Tage nacheinander, ja, 3 Tage nacheinander keine Stunde hatten. Und dann haben sie gesagt, wir wollen trotzdem lernen, aber das darf man nicht. Das erlaubt natürlich das Verteidigungsministerium nicht. Wenn es Fliegeralarm gibt, dann muss man sofort den Online-Unterricht unterbrechen, das ist klar. Aber einige Kinder wollen lernen, nicht einige, aber die lernen wollen, die sagen, das ist so. Erstens. Und zweitens, wir hatten auch, viele Schüler hatten Probleme wegen dieser Blackouts. Ja? Man konnte nicht normal lernen. Und dann, ich habe selbst zum Beispiel bei Schülern aus, sagen wir so, aus nicht so reichen, aus armen, sagen wir so, Familien, habe ich 2 Powerbanks gekauft. Ohne Powerbank, ohne Powerstation, solche Sachen kann man bei uns im Blackout nicht überleben. Ja. Kannst du gerade noch mal erklären für diejenigen, die nicht wissen, was eine Powerbank ist und Blackout? Kann ich erklären, was eine Powerbank ist? Das ist, Moment, liegt irgendwo bei mir auf dem Tisch. Das ist so ein Gerät und mit diesem Gerät kann man dann das Handy zum Beispiel aufladen, ja, aufladen. Und wenn die Powerbank gut ist, dann hält sie sehr lange. Dann können Sie wahrscheinlich. Aber wissen Sie, als wir den ersten Blackout hatten, hatte ich eine Powerbank, ja. Aber wir hatten einen sehr langen Blackout, fast 3 Tage. Und mir hat die Powerbank nicht gereicht und ich habe mir dann 2. Powerbank gekauft. Aber dann hatte ich plötzlich Angst, dass wir zum Beispiel eine Woche Blackout haben können. Und dann habe ich mir noch die 3. Powerbank gekauft. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht meinen Laptop zum Beispiel aufladen, ja. Und dann habe ich mir noch eine ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Powerstation oder wie heißt das auf Deutsch, so ein großes Gerät und dieses Gerät hilft dann auch, meinen Computer aufzuladen. Und jetzt habe ich kein normales Zuhause, jetzt habe ich eine Werkstatt. Ja, das heißt, die Technik hilft euch auch, solche Situationen zu überbrücken. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du uns noch etwas sagen. Also mich hat sehr erstaunt zu sehen und zu hören, dass ihr nicht nur ein sehr gut funktionierendes Online-System hattet, sondern auch einen ganz großen Bildungsserver, wo ganz, ganz viele Materialien abgelegt worden sind. Ist der ganz plötzlich entstanden oder ist es etwas, was ihr als gemeinsames ukrainisches Bildungsgut schon länger habt? Ja, es gibt
viele Plattformen, ja, natürlich, über die man Unterricht machen kann und auch sowie die Möglichkeit, zum Beispiel für die Schüler dort Informationen herunterzuladen. Es gibt eine allukrainische, ja, aber die ist noch, ich glaube, in der Corona-Pandemie-Zeit, in diesen Zeiten entstanden, ja, nicht am Anfang des Krieges. Ja, aber auch in Odessa wurde das Projekt Odessa gibt Unterricht organisiert. Das war auch das hat alles noch vor 2 Jahren begonnen, aber auch im letzten Jahr hat man das einfach aktualisiert, ja. Und das sind Videostunden für alle Klassenstufen in verschiedenen Fächern und sie stehen auch allen Schülern dann online zur Verfügung. Ja? Und diese Plattform, diese allukrainische Plattform, ich habe vergessen, wie sie heißt, so irgendwie gesamte, und ich weiß nicht, wie die heißt, aber egal. Und die hat einen gesamten ukrainischen Stundenplan online und das ist eigentlich eine wahre Schatzkiste mit wichtigen Unterrichtsmaterialien, Lehrbüchern und der Stundenplan kann zum Beispiel als mobile App benutzt werden. Und außerdem gibt es noch andere, noch modernere Apps. Ein Schüler hat mir vor kurzem gezeigt, ja, eine App zum Beispiel, das ist wie eine Märchenschule, sowas. Nur es gibt jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dann besonders für die Schüler, die zum Beispiel heute den Unterricht nicht besuchen konnten, ja, zum Beispiel wegen des Fliegeralarms oder sowas, ja. Mhm. Ja, wir kriegen auch mit, dass in Ulm sehr viele ukrainische Kinder weiterhin am Online-Unterricht mitnehmen. Die machen ihre Klassen, die machen ihr Abitur und das ist wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wie würdest du die Stimmung deiner Schüler beschreiben und deiner Kollegen, um abschließend das Thema zum Abschluss? Meinst du die in der Ukraine geblieben sind oder die in Deutschland sind? Ja, eigentlich beide. Welche? Weil ich habe, bei uns, ich weiß nicht, gab es in der Schule wahrscheinlich mehr als 20 Deutschkolleginnen, aber jetzt sind es in der Stadt 5 und noch ein paar gibt es irgendwo im Land, ja, aber sehr schwer. Aber auch viele Schüler sind weg, ja, wir haben ungefähr 50–60% zurzeit, ja. Aber die geblieben sind, die sind sehr motiviert zu lernen. Die haben verstanden, dass Bildung eine wichtige Waffe ist. Ja, dass Bildung sehr wichtig ist und ohne Bildung nichts funktioniert überhaupt. Das finde ich super. Aber wie ist die Stimmung der Schüler, die in Deutschland sind, ist auch unterschiedlich. Das hängt natürlich von der Situation ab. Viele Schüler, die zum Beispiel jetzt in Deutschland sind, die vermissen ihre Väter, die zum Beispiel, oder Brüder, die zu Hause geblieben sind in Odessa. Es ist unterschiedlich. Es hängt von der Situation ab, vom Kind ab. Ja. Mhm. Mhm. Danke. Also ich glaube, das Thema Bildung und wie euer Bildungssystem funktioniert, das ist wieder ein eigenes Thema, vielleicht für ein andermal. Aber wir haben gesagt, wir wollen heute auf 2 Seiten von dir schauen, die Lehrerinnenseite. Es ist erstaunlich, dass du noch nie in Deutschland warst und so. Doch, ich war oft in Deutschland. Das warst du. Aber nur halt so, das letzte Mal war es 2018, aber ich war nur so eine Woche oder 2 Wochen pro Jahr und das ist sehr wenig. Ich habe dort nie gelebt. Ich habe dort nicht studiert oder nicht gelebt. Ich war nur so als Touristin oder eine Konferenz habe ich dort besucht, aber ich habe nie eine lange Zeit dort zum Beispiel. Nie, wenn ich zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr in Deutschland leben würde, dann wäre es leichter, ja, zu sprechen, zum Beispiel zu schreiben. Mhm. Also deine schriftlichen Fähigkeiten sind noch
besser als deine mündlichen, und die sind ja schon gut. Aber woher kommt denn diese Liebe zur deutschen Sprache und was hat das auch mit deinem Journalismus zu tun? Jetzt mal an Marina weiter. Aber doch noch die Frage, woher kommt deine Liebe zu der deutschen Sprache? Ja, in der Schule habe ich die deutsche Sprache überhaupt nicht geliebt, ja, und Deutsch war so hart für mich in der Schule. Und es war eigentlich ein Zufall, ja, dass ich dann Deutsch als Fremdsprache studiert habe. Aber trotzdem, was interessant ist, ich hatte zu Hause sehr, sehr viele deutsche Bücher. Und mein Urgroßvater war Professor für Germanistik, für Jüdisch und Hebräisch. Und er leitete bis zu seinem Tod 1972 die Abteilung für Fremdsprachen des Staatlichen Pädagogischen Instituts in Odessa. Aber ich habe ihn natürlich nie gesehen, weil ich später geboren wurde. Aber diese Bücher, die haben mich immer sehr fasziniert. Ich wollte immer verstehen, was dort steht. Und was interessant ist, mein Urgroßvater, er war während des Ersten Weltkriegs in Kriegsgefangenschaft geraten, aus der er bald freikam, um anschließend in Brüssel zu studieren, in Belgien. Und mich hat immer fasziniert, warum er vor allem als Jude auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der deutschen Sprache beschäftigt hatte. Und ich weiß nicht, vielleicht ist diese Leidenschaft für Germanistik dann irgendwie vererbt worden, obwohl ich meinen Urgroßvater nie gesehen habe. Und jedenfalls habe ich selbst nach Studienbeginn dann große Freude an der deutschen Sprache dann gefunden. Und ja, so war das. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall merkt man die Liebe zu Deutsch natürlich allein durch die Tatsache, dass du Deutschlehrerin bist, aber eben du bist auch Journalistin. Was sind denn da deine Tätigkeiten oder was schreibst du denn? Wo schreibst du momentan? Okay, ich erkläre, wie das alles begonnen hat. Ich habe jetzt die Daten. So, es war so, viele Jahre habe ich das Nachrichtenbüro in der ukrainischen Medienholding geleitet, ja, fast 8 Jahre. Und danach war ich Chefredakteurin ein paar Jahre. Und aber seit 2017, im Jahre 2017 habe ich gesagt, ich bin schon müde, immer Journalistik und meinen Lehrerberuf zu verbinden. Ja, was ich sehr viele Jahre gemacht habe, war sehr schwer. Ich habe immer bis 2017 dann als Journalistin gearbeitet und als Lehrerin. Es war sehr schwer. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber als der Krieg begonnen hat, das war, glaube ich, am 24. Februar, habe ich mich an den Tisch gesessen und dann habe ich den Artikel eingeschrieben, dann noch einen. Und das, was interessant war, früher habe ich natürlich dann auf Russisch und auf Ukrainisch geschrieben. Aber als der Krieg begonnen hat, haben mich dann natürlich deutschsprachige Kollegen gebeten, schreib was für uns, mach für uns etwas. Aber am Anfang haben die gesagt, weißt du was, mach eine Sprachnachricht für uns zum Beispiel und wir schreiben. Ich habe ja gesagt. Aber dann, was haben sie gemacht? Sie haben diese Sprachnachricht ins Internet gestellt. Und ich habe dann gehört und gedacht, mein Gott, ich habe das falsch gesagt oder nicht so gut das einfach irgendwie erklärt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich werde besser selbst alles schreiben. Und dann habe ich dann begonnen, alles auf Deutsch zu schreiben und für verschiedene Medien. Jetzt schreibe ich regelmäßig
Nur regelmäßig. Ich habe nicht immer Inspiration, aber sagen wir so einmal, zweimal pro Monat schreibe ich für die kleine Zeitung. Das ist eine Zeitung aus Österreich. Und jetzt habe ich den Vorschlag bekommen vom Deutschlandfunk. Und zweimal pro Monat können Sie mich jetzt dann freitags in der Sendung Europa heute hören. Einmal war ich vor 2 Wochen und an diesem Freitag bin ich wieder da. Das ist natürlich für mich noch sehr schwer, ehrlich, weil das Radio ist und das ist Technik und bitte deswegen nicht sehr streng beurteilen. Aber ich bin froh, dass Sie mir das angeboten haben und dass ich zweimal dann pro Monat in dieser Sendung zu hören bin. Ja, und für andere Medien schreibe ich ab und zu etwas für ein paar österreichische Zeitungen oder ja. Aber ich habe keine Zeit, das ist mein Problem. Ich stehe unter Druck die ganze Zeit halt. Ja. Mhm. Das heißt tatsächlich hauptsächlich gerade nur deutschsprachig oder auch noch ukrainisch oder? Zurzeit schreibe ich 100% auf Deutsch. Okay. Mhm. 100% auf Deutsch. Ich habe keine Zeit, leider etwas noch auf Ukrainisch oder Russisch zu schreiben. Es ist so, ich habe Schule bis 2:30, ja, und dann habe ich noch einen Nebenjob abends und ja, und dann kommt noch Journalistik dazu und dann habe ich fast keine Freizeit. Ich habe überhaupt jetzt keine keine freien Tage. Samstags, sonntags arbeite ich fast die ganze Zeit und ja, das ist halt so. Aber so ist zurzeit die Situation. Okay. Also jetzt zum Beispiel der kleinen Zeitung, das ist ja, nennt sich ja Tagebücher aus der Ukraine und es sind ja mehrere aus verschiedenen Standorten in der Ukraine, die regelmäßig Artikel zu verschiedenen Themen schreiben. Seid ihr da untereinander auch im Austausch oder schreibt da jeder individuell für sich? Nein, wir kennen uns nicht. Die alle sind aber jetzt in Sicherheit. Die alle sind, ich bin in der Ukraine. Die aus Kharkiv, die ist schon seit Mai in Österreich. Und die zweite war sehr, sehr lange auch irgendwo, keine Ahnung, Deutschland oder Österreich. Und sie kommt nur ab und zu dann in die Ukraine. Und der 4. Korrespondent, der ist Österreicher. Das bedeutet, nur ich bin in der Ukraine halt, alle anderen sind nur ab und zu in der Ukraine, ja. Mhm. Du hast dich ja bewusst aber Sie können dort lesen, dort gibt es, ich schreibe zum Beispiel seit März 2022, ja, und dort kann man alles sehen, wie ich das, wie zum Beispiel ängstlich ich am Anfang war, ja, als der Krieg begonnen hat, welche Angst ich hatte, wie ich das alles beschrieben habe. Ja. Mhm. Was hat sich für dich da jetzt verändert? Beziehungsweise würdest du jetzt eine andere Entscheidung treffen? Weil du hast dich ja bewusst entschieden zu bleiben. Hat sich da irgendwas geändert für dich? Wenn ich noch hier sitze in der Ukraine, das bedeutet dann, dass ich bleiben will. Aber ich konnte das nicht. Ich weiß nicht. Ich konnte einfach nicht weggehen. Und dann, das war für mich irgendwie ein bisschen separat. Ich kann das nicht erklären. Ich verstehe auch die Leute, die geflohen sind. Klar, jeder trifft für sich Entscheidungen. Das ist normal. Das ist völlig normal. Aber jemand muss auch bleiben. Es geht nicht, wenn alle weggehen, dann verstehen Sie. Erstens. Und zweitens, und zweitens, ich weiß nicht, das war, ich habe oft gedacht, okay, wahrscheinlich soll ich das machen, auch im März, im April, wahrscheinlich jede Woche, denke ich, ja, irgendwann fahre ich, irgendwann kommt nicht. Und ich hoffe, dass es nicht kommen wird, dass ich gezwungen werde. Verstehen Sie? Ich würde fliehen, wenn die Russen kommen würden. Ich würde keinen Tag hier bleiben, wenn hier, verstehen Sie, wenn Odessa dann nicht mehr ukrainisch wäre, dann würde ich keinen Tag hier bleiben. Wenn Odessa, wenn diese Invasoren zu uns kommen. Aber das kommt hoffentlich nie im Leben. Ich hoffe so sehr darauf. Ja.
Schön. Ja, das hoffen wir natürlich alle. So, ich würde sagen, vielleicht schauen wir, ob Fragen sind. Weil ich denke, Gerne, es ist sehr gerne. sehr, Weil ich die ganze Zeit noch spreche und wahrscheinlich ist es schon langweilig. Ich würde gerne antworten. Ja. ja, also ich nur kurz zum Ablauf, wenn jetzt keine deutsche Frage ist, dann, also auf Deutsch ist, dann werde ich dementsprechend auch nochmal mit den Übersetzungen schauen müssen. Just for information, if you want to ask a question, but you want to do it in another language than German, do it. And if there's a problem, we will ask the translators. Bitte Hand heben und dann können wir durchgehen, wenn jemand eine Frage hat. Sich kurz melden, dann gehen wir einmal durch. Marina Kerstin hat eine Frage, ich sehe. Ja, bitte. Kerstin. Also erstmal vielen Dank, Carina, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du ja so wahnsinnig beschäftigt bist. Mich würde interessieren, weil ich vor ein paar Jahren, ich habe es dann leider nicht gemacht, nach Kiew gehen wollte eigentlich für ein paar Tage, weil mir immer erzählt wurde, Mensch, nach Kiew musst du mal, die jungen Leute dort, die sind da alle so multikulturell und es ist so lebhaft und das ist was für dich, geh da mal hin. Mich würde interessieren, ob das noch weiter angehalten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die jungen Leute dann eben auch diejenigen sind, die jetzt ihr Land verteidigen wollen wahrscheinlich. Und also man ist ja fast so ein bisschen beschämt aus Deutschland, wenn wir sehen, wie ihr das hinkriegt mit dem Online-Unterricht. Und das ist überhaupt keine Frage. Und die Kinder sind motiviert und viele gehen wieder zurück, auch Frauen, und sagen, nee, ich bleibe in dem Land, was auch übrigens viele russische Kolleginnen von mir gesagt haben, sie bleiben in Russland, weil wenn jetzt alle abhauen, dann ist ja auch kein Widerstand mehr in dem Land da. Mich würde es interessieren, ob du da so ein bisschen Einblick hast, eben in die Generation, die vielleicht 20 Jahre jünger sind als wir oder 10 Jahre jünger, wie du das so empfindest. Vielen Dank, Kerstin. Natürlich, ich arbeite als Journalistin und als Lehrerin mit jungen Leuten und ich habe auch viele Ex-Schüler und Ex-Schülerinnen, die jetzt 25, 30, 35 sind, ja. Sowohl in Odessa als auch in Kiew und das stimmt, naja, so aufgeschlossen wie früher sind sie natürlich nicht. Der Krieg ist schon sehr hart, ja, und der Krieg hinterlässt Spuren, ja, und das muss man verstehen. Und die viele, die jetzt 25, 30 sind, 40, die sind wirklich an der Front oder sie sind in der wie heißt es, territoriale Verteidigung, ja, heißt es. Es ist natürlich dann, man kann nicht sagen, dass sie jetzt wirklich so aufgeschlossen sind wie früher. Ich glaube, ein bisschen härter als noch vor ein paar Jahren. Und das kann man auch verstehen, ja. Ich sehe ein großes Problem, zum Beispiel, Kerstin, was passiert, wenn diese jungen Männer dann zurückkommen mit diesem Trauma, ja? Was passiert? Ja, dann, nicht jetzt, aber in 2, 3 Jahren. Ich sehe schon das, ja, das Problem, weil wir nicht vorbereitet waren, ja. Und ob wir so viele Psychologen dann haben und ob das hilft, das ist ein großes Problem. Und das zweite Problem, Kerstin, ist, dass viele weg sind. Ja, Sie haben das selbst, auch Carmen hat es gesagt. Und ich keine Ahnung habe, wann die zurückkommen und ob es alle zurückkommen. Ja, ich verstehe, wenn zum Beispiel die noch 2, 3, 4 Jahre irgendwo in einem Land sind, besonders junge Menschen, ja, dann werden sie sich integrieren. Sie werden zum Beispiel studieren oder heiraten, das kann sein natürlich, ja. Und das macht mich natürlich sehr traurig, weil ich verstehe, dass wir schon
viele Leute verloren haben. Ja? Verloren im direkten Sinne, weil viele sehr, sehr gute junge Menschen sterben, ja, und oder verletzen und verloren, weil viele dann weggegangen sind. Ja. Ja, danke. Bitte, gerne. Eine weitere Frage? Hans, ja. Ja, ich hätte die Frage, also erstmal Dankeschön für deine Einblicke nach Odessa und in die Ukraine überhaupt. Ich hätte jetzt die Frage, wie siehst du das? Ist es zurzeit noch möglich, relativ gefahrlos nach Odessa zu kommen, entweder mit dem Flugzeug oder auf dem Landweg halt? Naja, unser Flughafen wurde beschossen und beschädigt. Okay. Ja. Ja. Und außerdem funktionieren alle Flughäfen nicht natürlich während des Krieges. Die meisten wurden zerstört, aber man kann nach Odessa kommen, weil wir sogar den deutschen Stammtisch haben. Okay. In Odessa. Morgen gehe ich zum Beispiel zum deutschen Stammtisch, weil viele Deutsche, die hier vor dem Krieg gearbeitet haben, jetzt endlich, ich habe so lange gewartet, jetzt zurückgekommen sind. Und das ist für mich so eine Freude, wenn jemand zurückkommt, ja. Und wenn zum Beispiel deutsche Unternehmen hier in Odessa dann weiterarbeiten, ja. Wie kommen die aber? Neben Odessa ist Moldau, ja, Moldau. Ja, okay. Und nach Moldau kann man zum Beispiel aus Frankfurt fliegen. Man fliegt zum Beispiel Frankfurt-Chișinău nach Moldau. Ja, ja. Und dann ungefähr 6 Stunden mit dem Bus nach Odessa. Normalerweise vor dem Krieg waren das 2 Stunden, 3 Stunden, ja, ungefähr halt 3, sagen wir so. Ja. Jetzt sind das 5, 6 Stunden. Ja. Oder man kann natürlich mit dem Bus, Busse gibt es viele, ja, aber was mich sehr überrascht hatte, am letzten Stammtisch hatte ich sogar 2 Leute gesehen, die gesagt haben, die machen Urlaub in Odessa. Ich habe gesagt, wie? Im Krieg? Urlaub? Wie kann das sein? Aber okay, die haben das nur so gesagt, sie sind eigentlich Freiwillige, ja, die in Kiew waren oder irgendwo noch in Lemberg und dann für 2, 3 Tage nach Odessa gekommen sind, weil Odessa sehr schön ist. Und deswegen habe ich gesagt, was? Urlaub? Wie? Ja. Dankeschön, ja. Das ist eine weitere Frage. Kerstin hat noch eine. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt politisch korrekt ist und wenn du das nicht beantworten magst, dann sag einfach, das ist nicht der Rahmen. Kein Problem, können Sie alles fragen. Ja, also am Anfang des Krieges waren bei uns so auf der politischen Ebene auch so Diskussionen. Also wir sollen gucken, dass wir die Ukraine auf allen Wegen irgendwie auch unterstützen, sprich zum Beispiel Wissenschaftler. Dann habe ich gesagt, ja, die sind ja im Krieg, dann können wir höchstens die weiblichen und die haben gesagt, sie sind beschäftigt und belastet und passt ihnen auch nicht und so. Und irgendwie hat man ja am Anfang gehofft, dass sich das hoffentlich ziemlich schnell entscheidet. Und jetzt geht es aber eigentlich schon sehr lange und ich bewundere überhaupt noch, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer überhaupt noch standhaft sein können. Und wie ist so die Stimmung in Odessa gegenüber der westlichen internationalen Gemeinschaft? Und ich meine, die Forderungen auf der politischen Ebene werden ja ganz klar formuliert. Und haben da irgendwie die Leute auf der Straße irgendwie noch ein Verständnis dafür, dass wir sagen, wir wollen nicht in den Krieg komplett reingezogen werden und wir müssen irgendwie aufpassen, dass man diesen starken Ost-West-Gegensatz nicht noch mehr aufheizt oder sind die Nerven bei euch schon so am Boden, dass ihr sagt, hey, jetzt endlich gibt uns alles her, dass der Scheiß hier ein Ende hat und das nächste Nachbarland ist dann sowieso dran oder wie seht ihr das im Land? Ja,
dass alle Waffen natürlich wollen, ist klar, weil niemand will irgendwelchen Frieden mit Russland jetzt haben, weil es unmöglich ist. Wir haben das am Anfang auch nicht verstanden, ja. Aber was wir in Bucha, in Irpin, in Mariupol gesehen haben, ehrlich, ich habe das nicht erwartet am Anfang des Krieges, auch erste Woche. Ich meine, erste Tage, ja. Ich habe nicht erwartet, dass sie wirklich so solche, ich kenne das Wort nicht, sadistische Taten. Ja, ja, genau. Und über den Frieden mit ihnen zu verhandeln jetzt, das ist so, als ob sie mit einem Mörder verhandeln werden. Das ist ein großes Problem, verstehen Sie? Und wir haben so ein schweres Jahr unter uns, aber naja, ich kann nicht sagen niemand. Es gibt natürlich immer Menschen, die andere Meinung haben, ja, aber sagen wir so, dass 90% zurzeit nicht bereit sind aufzugeben und nicht bereit sind, irgendwelche Territorien einfach einem wahnsinnigen Diktator zu schenken. Stellen Sie vor, Sie haben eine Wohnung und zu Ihnen kommt Ihr Nachbar, klaut ein Zimmer und dann klaut er noch die Küche, ja, und dann vergewaltigt er alle ihre Nachbarn oder sowas und dann im Endeffekt sagen dann andere, weißt du was, verhandle mit ihm. Wahrscheinlich schenkst du ihm die Küche und noch ein Zimmer und dann geht er weg. Ja, es ist schwierig, es ist sehr schwer. Und ich kann natürlich den Westen auch verstehen. Ich kann die Leute verstehen im Westen, dass sie kriegsmüde sind. Das verstehe ich. Ich bin selbst kriegsmüde, ehrlich. Und ich kann deswegen die Menschen verstehen. Deswegen wundert mich so sehr, dass heute so viele Menschen, wie Sie, Kerstin, oder andere, ja, gekommen sind. Ich habe gedacht, es kommen 5 Menschen, 3. Nein, Carmen, Marina, 3 Dolmetscher und noch eine Freundin von Carmen wahrscheinlich und Freundin von Marina. Und das war's. Nein, das wundert mich sehr. Ich bin sehr dankbar. Ich bin, ja. Ja, also wenn der Deutschlandfunk das kriegt und wir das hier auch, dann fühlen wir uns auch sehr geschmeichelt. Ja. Ja, aber so ist das. Danke. Ja. Ich habe wer wollte fragen? Na, dann mache ich doch weiter. Wir arbeiten ja sehr eng mit vielen Menschen, vor allem Frauen aus der Ukraine zusammen und wir haben wunderbare Begegnungen und Zusammenarbeit. Wer uns nicht kennt, unter eloy.net kann man sehr viel über unsere Arbeit erfahren. Und unser Ziel ist ja Begegnung und Integration. Und wir treffen jetzt sehr viele Frauen, die unbedingt etwas machen wollen für ihr Land. Also wir machen ja sehr viel Märkte, wo Handarbeiten verkauft werden und so weiter. Und das ist immer das große Bedürfnis, wenn man jetzt schon nicht dort ist, wenigstens etwas für das Land zu tun. Wo würdest du denn sagen, ist im Moment am meisten Hilfsbedarf aus deiner Sicht? Meinst du jetzt in der Ukraine? Ja. Hilfsbedarf? Schwierig. Es ist schwer zum Beispiel für alte Leute, zum Beispiel bei uns sehr schwer. Die hatten vor dem Krieg noch ziemlich zum Beispiel kleine Renten, aber jetzt im Krieg ist alles zweimal, dreimal, viermal teurer. Und sie müssen selbst die Medikamente kaufen, alles bezahlen, zum Beispiel, wenn man krank ist. Und das ist schwer. Zum Beispiel, ich helfe oft alten Menschen. Aber auch, wir haben, Odessa hat jetzt über 300.000 Binnenflüchtlinge. Ja, Flüchtlinge aus Cherson, Nikolaev, Mariupol. Das ist sehr viel, 300.000, ja. Und deswegen, ich kann nicht sagen, wo Hilfsbedarf ist. Hilfsbedarf ist natürlich im Krieg sehr oft. Und
Ehrlich gesagt, an jeder Ecke sehe ich das. Hier kann ich leider nicht so viel Positives sagen. Es ist schwierig. Zurzeit ist es schwer, ja. Aber es gibt natürlich Hilfsorganisationen, die helfen, ja. Freiwillige, ja. Also wir haben jetzt mehrere Kinderheime unterstützt, wo Kinder mit Kriegstraumata versorgt werden. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir gute Adressen bekommen, wo auch wirklich dann das Geld dafür genutzt wird, für das wir es geben. Und aber Carmen, ich würde sagen, wenn man hilft, dann muss man direkt helfen. Das habe ich schon oft erlebt. Über 120 verschiedene Wege geht so viel verloren. Zum Beispiel diese alten Leute. Es gibt so viel Hilfe, ja, halt, aber viele bekommen 0. Ja, zum Beispiel, ich meine halt. Und warum? Weil es so oft auf irgendwelchem, zum Beispiel offiziellen Ebene, über 120 Kanäle, ja, funktioniert. Und wenn man zum Beispiel, wenn Leute zum Beispiel, die mit Hilfstransport nach Odessa kommen wollten, gefragt haben, dann habe ich gesagt, wenn die wollen, dann helfen sie direkt, ja, direkt zum Beispiel einem Schutzpunkt, ja, oder wie du sagst, einem Kinderheim, direkt, nicht so über die Stadtverwaltung oder sowas. Das ist schwierig dann, weil das oft dann, ich weiß nicht. Aber es ist ein schweres Thema. Ich werde jetzt das nicht wahrscheinlich ansprechen, aber es gibt manchmal Probleme mit dieser Hilfe. Aber Carmen, das machst du super, dass du das direkt machst mit zum Beispiel mit Kinderheimen oder sowas. Aber in Odessa sind alle Kinderheime evakuiert zum Beispiel. Gibt es keine mehr. Aber ist fast in der ganzen Ukraine wurden die evakuiert, die Kinderheime. Ja. In sehr vielen. Ja, also wir haben halt Kinderheime, kennt die, wenn ihr kennt, wo Kinder, also das Heim war eigentlich vorgesehen für 40 Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Und jetzt sind da 160 Kinder, sehr viele, die ihre Eltern verloren haben oder die in irgendeiner Weise in diesen Kriegswirrwarren aufgefangen wurden und jetzt dort leben. Und da hat es dann wirklich an der Grundausstattung gefehlt, ja. Und da waren wir sehr froh, dass wir auch eine direkte Adresse haben. Und ich kann nur sagen, dass es uns ein Bedürfnis ist, solche Adressen auch kennenzulernen. Also ich will dich jetzt nicht verpflichten, uns Adressen zu nennen, aber es ist ein gewisses Problem unsererseits, die wir helfen wollen, auch zu wissen, wo wirklich geholfen werden kann. Wie du sagst, dass es nicht in irgendwelchen Institutionen hängen bleibt. Oder nein, ich würde abraten, zum Beispiel in diese große Fonds, zum Beispiel zu spenden, weil wenn ich Leute frage, einfache Leute, ja, auch alte Leute, sie bekommen das einfach nicht, verstehen Sie? Nur manchmal selten einige, aber diese großen Fonds, die existieren, aber wo das alles bleibt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist leider die Realität. Ja. Mir hat hier Sabine Meigel geschrieben, vielen Dank. Ich lese das gerade, sie hat geschrieben, dass sie das sehr gut verstehen kann, wenn ich das Ganze mit einer Wohnung und der Küche vergleiche. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dieser Dank kommt sicher heute von vielen und ich bin auch überzeugt, dass vielen vieles im Kopf rumgeht, dass es noch Fragen gibt. Und wir möchten sehr dazu ermuntern, die Fragen an uns zu schicken. Und wir würden gerne nochmal mit dir uns zusammentreffen, online. Das klappt ja, wie wir heute Abend festgestellt haben. Und dich bitten, auf diese Fragen zu antworten oder uns vielleicht auch jemand zu vermitteln und so weiter, sodass dieser Dialog heute Abend also nicht eine Einmalsache ist, sondern dass wir
in Kontakt bleiben. Und ich gehe davon aus, dass nicht nur ich diesen Wunsch habe. Und Carmen, ich habe eine Frage und die Leute, die heute da sind, Kerstin, Sabine, Hans, die sind alle aus Ulm oder aus verschiedenen Regionen? Na, die sind Das aus ist meine verschiedenen Frage Regionen und aus verschiedenen Ländern. Aha. Kerstin, Super. wo sitzt du gerade? Ich sitze in Brüssel und habe die Carmen mal hier in Brüssel kennengelernt auf einer Veranstaltung. Und das war irgendwie so witzig und so spritzig, dass wir so ein bisschen in Kontakt geblieben sind. Und als ich die Einladung erhalten habe für das Gespräch, habe ich es auch einer Freundin hier in Brüssel weitergeleitet. Also 2, die konnten aber beide nicht. Aber ich finde es total super und ich finde es auch toll, sich über Ländergrenzen und über Generationen hinweg auszutauschen. Und wenn du das erzählst oder sie das erzählen von den älteren Leuten, die haben halt keine Lobby, ne? Also ein Kinderheim ist halt eine Institution und organisiert, aber gerade, also ich würde am liebsten lieber Geld dann direkt an Carina überweisen und die hilft dann und verteilt es an ältere Leute, die sich Medikamente kaufen müssen, weil ich glaube, das sind einfach so Kriegsbedingungen, die haben wir ja gar nicht unbedingt so auf dem Kopf. Also im Kopf, man denkt, ja, da ist Krieg und Bomben und so weiter, aber dass natürlich die Preise hochgehen, da denkt kaum jemand dran. Und ich glaube, genauso war das auch für uns ein Umlernen zu verstehen, dass manche Frauen mit ihren Kindern wieder zurückgegangen sind in die Ukraine, wo wir alle dachten, ja, die kommen nach Deutschland und dann sagen die, Mensch, toll, Deutschland und so. Und dann sagen die, nee, also wir lassen unser Land nicht im Stich und auch unsere Familien nicht und unsere Männer nicht und wir bleiben da, weil jemand muss das Land besetzen und das sind wir. Wir sind hier die rechtmäßigen. Kerstin, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mir ist ein Gedanke aufgefallen. Sie sagen, es ist so, viele Leute sind nicht, man denkt, wenn zum Beispiel Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dass sie unbedingt arm sein müssen. Aber das ist nicht so. Wir hatten ein sehr schönes Leben gehabt, eigentlich, vor dem Krieg, ja. Und ich meine zum Beispiel in Odessa, ja, und viele, nicht alle natürlich, klar, aber trotzdem, und viele sind dann nicht vor Armut dann weggeflohen, sondern vor dem Krieg. Ja. Und das verstehen einige nicht, ja, zum Beispiel in Europa. Das verstehe ich. Man denkt immer, Flüchtlinge, das sind Menschen, die zum Beispiel nichts haben, arm sind oder sowas, aber das ist nicht immer so, weil wir eigentlich hier ein sehr schönes, normales Leben hatten vor dem Krieg, ja. Ja, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Nee, Ja, ich habe alles erzählt. Ja, Carina, das kann ich nur bestätigen. Wir kommen, ja, wie gesagt, mit vielen zusammen und Elena sagte neulich ganz empört, ich hatte ein Haus, ich hatte einen Beruf, ich hatte ein Auto, wir, meine Familie, lebten so wie ihr. Genau. Ich bin euch dankbar in Deutschland, aber ich bin nicht freiwillig hier. Und das sollt ihr nicht vergessen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir genauer hinschauen. Es gibt ja verschiedene Fragen und das können wir heute Abend nicht mehr diskutieren. Ja. In Deutschland wird es ja sehr stark auch diskutiert, werden die denn nicht viel besser behandelt als andere Migranten? Haben sie nicht? Das ist ein ganz heißes Thema, was auch von bestimmten politischen Seiten sehr stark dann auch noch gefeuert wird. Ein anderes sind so Alltagsgeschichten. Wir machen ja viele Programme und eins hängt auch mit Tanzen zusammen. Man muss nicht tanzen, aber man kann bei der Veranstaltung tanzen. Und am letzten Sonntag waren 200 Menschen da. Und da habe ich ein Gespräch gehört. Eine Frau sagte, also dass du tanzt, das kann ich nicht verstehen. Also es wurde mir übersetzt, kann ich nicht verstehen, wo unser Land im Krieg ist. Und hat sich da ziemlich empört. Und die andere sagt, wir müssen tanzen. Wir wollen zurück und wir wollen eine schönes demokratisches Land, eine wunderbare Ukraine wieder aufbauen. Und da braucht es Menschen, die voller Kraft und Mut in diese Ukraine zurückgehen und das an andere, die sehr viele Traumata haben, weitergeben können. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir hier tanzen. Und das fand ich einen sehr interessanten Dialog. Aber
Ja, ja, ich verstehe, aber Carmen, es wird trotzdem eine große Kluft dann bleiben zwischen denen, die weggegangen sind und die geblieben sind. Und irgendwann wird auch das zum Thema. Ja, es ist natürlich viel, viel leichter, Patriot zu sein, aber in einem anderen Land. Ja, wenn du in einem anderen Land bist, ja, zum Beispiel, und du sagst, wow, und du postest zum Beispiel jemand, ja, der postet, wie er oder wie sie das Land liebt, ja, aber ist trotzdem irgendwo in einem sicheren Ort, ja, auf einem sicheren Ort. Und es ist dann natürlich viel, viel komplizierter, das zu machen, wenn du im Land selbst bist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendwann dieser Konflikt dann entsteht. Trotzdem entsteht. Verstehst du, Carmen, was ich meine, ja? Ich spüre das oft, zum Beispiel, ich habe vorgestern habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die ist hier geblieben und wir haben über 2 Kolleginnen gesprochen, die jetzt in Deutschland sind. Und ich habe gespürt, dass sie, als ich etwas gesagt habe über sie, und sie wollte über sie nicht sprechen, ja, und dann habe ich plötzlich in diesem Moment verstanden, dass irgendwann dann dieser Konflikt auch entstehen kann. Zwischen denen, die geblieben sind und dann weggefahren sind. Das kann auch zum Problem werden, leider. Obwohl ich der Meinung bin, dass jeder selbst entscheiden darf. Ja? Und was denkst du über Zelensky? Wie bitte? Wie war die Frage? Ich habe gefragt, was denke ich? Was denkst du über Zelensky? Glaubst du, dass er recht hat und dass er nicht zu viel Land will? Glaubst du, dass man, wie sagt man das, man kann zusammen sprechen mit Russia oder nicht? Carmen, kannst du mir jetzt erklären? Ja, eigentlich ist es ja die zentrale Frage, die ja vorhin du auch schon angesprochen hast, welche Lösungen gibt es? Und ich glaube, Cecile bringt, ob Cecile, ich weiß ein nicht. Gespräch mit den Putin und den Russen. Nein, Gespräch mit Putin, nein, das habe ich schon gesagt vorher. Ich sehe jetzt, im Moment sehe ich leider keine Möglichkeiten, ja. Wahrscheinlich wird sich die Situation ändern, jetzt keine. Aber was war die Frage noch? Glaubst du, dass Zelensky will zu viel Land? Zum Beispiel was? Länder. Ich verstehe die Frage nicht. He's too greedy. Vielleicht. Is there any way of finding an agreement with Russia to negotiate? Maria, hilf mir. Marina? Marina. Ich verstehe die Frage so, dass eben, ob Zelensky an sich zu viel will und deswegen vielleicht sich einigen kann mit Russland. Oder habe ich es richtig verstanden? Ein Kompromiss finden. Ob es eine Möglichkeit gibt für einen Kompromiss? Ja, ich glaube nicht, dass man jetzt einen Kompromiss finden kann. Das habe ich vorher schon gesagt. Jetzt nicht. Jetzt ist es schwer, zu kompliziert jetzt. Verstehen Sie, Cecile, Putin klaut Territorien, ja? Er hat zuerst die Krim geklaut, dann hat er halt, wollte er Donbass haben, Lugansk, Donetsk, dann noch wollte er Zaporizhia, Kherson, er wollte dann auch zu uns nach Odessa kommen, ja, Gott sei Dank ist er nicht gekommen, ja, aber stellen Sie sich vor, zum Beispiel, ich weiß nicht, Österreich wird morgen zum Beispiel Bayern klauen und dann noch, ich weiß nicht, Ulm und noch Berlin, ja, und dann im Endeffekt sagt ihnen die Schweiz, Deutschland, Sie können mit Österreich verhandeln. Wahrscheinlich bleibt jetzt Bayern bei Österreichern, ja, aber Ulm zum Beispiel und ich weiß nicht, welche Stadt, und Köln werden wir zurückgeben. Wie kann man verhandeln, wenn das das ist ein Verbrechen, was die machen. Das ist ein Land, ja, ein souveränes Land und man darf
das nicht einfach so angreifen. Aber natürlich, ich habe keine Ahnung, welche Lösung es ist. Ehrlich, Cecile, ich habe mir diese Frage 100-mal gestellt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kann mir das. Ich bin manchmal auch sehr traurig, Cecile. Ich weiß nicht. Es ist sehr schwer. Ja. Ja. Deswegen, Very difficult. dass wir nicht wissen, das wird uns nicht gesagt und nicht informiert. Mhm. Sehr Ja. schwer, eine Meinung zu haben, weil wir kennen nicht die Lage, die ganze Lage. Ich glaube, Ich auch nicht. das geht auch in die Frage, woher bekommen wir von wem Informationen und sind diese Informationen auch, entsprechen sie den Tatsachen, sind sie fundiert? Aber ich glaube, Cecile, das ist ein großes Thema, das wir vielleicht ein anderes Mal noch angehen. Ja. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, ehrlich gesagt. Und ja. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Ja, Entschuldigung, Cecile, ich konnte leider nicht antworten. Sorry. Ich glaube, niemand kann das sogar große Politiker können das nicht beantworten. Genau. Leider. Ja, ich glaube, wenn ich so auf die Uhr schaue, sind wir fortgeschritten, kommen wir auch zum Ende. Ich habe schon am Anfang gesagt, das ist ein ganz großes Feld, was wir heute Abend angehen und wir können nur einen ganz kleinen Teil behandeln, aber ich finde, dass die Carina uns sehr profund und sehr gut Auskünfte gegeben hat und auch Stellung bezogen hat und ich danke dir im Namen von uns allen, Carina, ganz herzlich. Auch, dass Danke du gesagt hast, das machen wir jetzt, auch wenn da gerade Fliegeralarm war und Nein, sonst jetzt was. haben wir keine, wir haben schon Entwarnung. Dann sind wir natürlich froh, dass du das auch etwas entspannter angehen konntest. Aber du hast gesagt, du machst es und ich weiß, dass du in schwierigen Situationen jetzt zu dir und also zu deinem Land und deiner Situation stehst. Also ganz herzlichen Dank. Ich danke auch allen und du hattest wissen wollen, wer da ist. Es sind nicht nur Ulmer, das sind aus Deutschland, aus verschiedenen Ecken sehe ich Menschen, aber auch aus Österreich, ja auch Gäste aus Großbritannien, aus Bulgarien, aus Rumänien und jetzt habe ich auch bestimmt noch ein Land vergessen. Also du siehst, es ist ein großes Interesse da und wir würden gerne mit dir weiter im Gespräch bleiben. Und ich bitte alle nochmal, die Fragen haben oder auch was einbringen wollen, doch mit uns Kontakt aufzunehmen, weil wir sehr daran interessiert sind an solchen direkten Gesprächen und vielleicht auch das nächste Mal dann noch mehr Austausch. Aber dieser Input heute war, glaube ich, sehr wichtig und sehr profund. Vielen Dank, Carina. Vielen Dank. Ihnen. Danke, Carina. Aber es gibt, ich sehe, Carmen, es gibt eine Frage von Dorothee, glaube ich. Ja, Ja? es kam ja neulich in unseren Nachrichten, dass Putin Mariupol besucht habe. Und das habe ich mit einer Ukrainerin, mit der ich etwas Deutsch übe, besprochen. Und dann sagte sie, das war ein Klon. Er hat mindestens 6 Klone und es wäre ihm viel zu gefährlich, in diese Stadt zu kommen. Was meinen Sie dazu? Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Klon war, ehrlich gesagt. Ich habe diese Nachrichten genauso gelesen wie Sie, aber ich kann das nicht natürlich beurteilen. Es kann sein, aber verstehen Sie, es gibt natürlich so viele Sachen, die wir nicht wahrscheinlich nirgendwann erfahren werden. Und das mit diesen Klonen ist, bei uns sagt man ja, es gibt ein paar Klons von ihm, aber ob das stimmt, ich kann leider das nicht wissen. Ja, okay, nicht, danke. Ja. Schade, dass man das nicht so genau weiß. Aber Nein, ich weiß das nicht, aber woher kann ich lese das genau so, ich meine, die Nachrichten aus den besetzten Gebieten lese ich genauso wie Sie, meine ich, verstehen Sie? Und ja, ich weiß nicht, ehrlich, ob er einen Klon hat oder nicht. Carmen, hat Putin einen Klon?
Ja, er Seine selbst Meinung. ist doch schon. Kerstin sagt ja. Ja. Ist ja auch egal, ob er da war oder nicht, oder? Ich meine, am Ergebnis hat es überhaupt nichts geändert. Ja. Aber Genau. ihr lieben Leute, wir fangen gerade an, ein neues großes Thema. Ja, weil wir wollen nicht aufhören, Carmen. Ich Kein glaube, Problem. wir sollten lieber Carina noch mal bitten, mit uns das Gespräch fortzuführen. Und wir sammeln gerne eure Fragen und sie bereitet sich auch gerne darauf vor, hat sie gesagt. Und ansonsten kann ich nur sagen, Deutschlandfunk Freitagmorgen. Um wie viel Uhr, Carina? Deutsche Zeit, das sind 9 Uhr, von 9:10 Uhr bis 9:30 Uhr in Europa heute werde ich an diesem Fall. Ich habe keine Ahnung, welche Fragen die mir dort stellen werden. Ich habe deswegen immer Angst, verstehen Sie, weil ich Angst habe, dass ich etwas, zum Beispiel, wenn die mich fragen, dass ich etwas nicht verstehe oder sowas, und dann habe ich keine Möglichkeit, dann nachzufragen oder wenn das die Frage ist, die ich wirklich nicht genau weiß. Und davor habe ich immer Angst, wenn ich dann zum Beispiel im Deutschlandfunk bin. Ja. Machen die Aber- kein Vorgespräch? Nö, die können manchmal sagen, wir werden so ungefähr zum Beispiel, ich weiß nicht, über Korruption oder sowas oder sprechen. Oh ja, gutes Thema. Aber man hat kein Vorgespräch natürlich. Dann sprechen sie einfach mit dem. Ja. Ah, Also dann hört einfach mal rein und ich glaube, ihr werdet gute Antworten von Carina finden. Und ich kann euch sehr empfehlen, diese kleine Zeitung, wo sie und eben die 3 Kolleginnen und Kollegen schreiben. Ich habe sehr viel erfahren über das Jahr in der Ukraine aus verschiedenen Perspektiven und auch sehr basisnah. Und das hat mir auch sehr viel weitergeholfen als Information. Oder wenn Sie Facebook haben zum Beispiel, ich poste dort sehr oft halt, was bei uns passiert. Ja, zum Beispiel, wenn Sie Informationen brauchen, kein Problem. Und Carina, am letzten Samstag war in der Südwestpresse, das ist ja unsere Lokalpresse, ein großer Artikel über Odessa und da wurdest du mehrmals zitiert. Ich? Ja. Wurde zitiert? Sehr interessant. Ja. Vielleicht Ich können wir weiß das- wahrscheinlich, dass es war hier Peggy Lose vor ein paar Wochen in Odessa. Das stimmt. Wir haben uns mit ihr getroffen, aber ich habe vergessen schon. Das war vor einem Monat, das war vor dem 24. Ja, das war ungefähr 20. oder 21. Februar. Ich habe schon vergessen. Aber du sagst, es gab einen Artikel, ja? Interessant. Ja, also dann gucke ich mal, dass der irgendwie zu dir kommt. Okay. So we are coming to the end and thank you very much being here this evening with us and especially thanks to Carina. Vielen Dank an dich, Carina. Aber auch Dank an alle, die heute dir zugehört haben, mitgedacht haben, mitdiskutiert haben und jetzt auch weiter sicher mitdenken werden und vielleicht sogar noch interessierter und vielseitiger sich über die Lage in der Ukraine informieren werden. Herzlichen Dank und alles Gute und eine friedvolle Zukunft und eine starke Zukunft für eine demokratische Ukraine in Europa. Och, das war so schön gesagt jetzt. Das war sehr, sehr schön. Yes. Ja, danke. Ja, vielen Dank auch an die Übersetzer und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend an alle.